Hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee, gar nicht. Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. Alaska, wir sind auf dem Weg, aber du rollst uns nicht gerade den roten Teppich aus. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind zurück vom Dempster und natürlich würden wir euch das jetzt gern zeigen. Nur sind unsere Dateien wohl irgendwo zwischen Stühle und Bänke gefallen. Cloud, Ordnerstruktur, diese ganze Technikbums, sagen wir so. Ich kämpfe mich da so durch. Und Thiago wird zukünftig für die Ordnerstruktur zuständig sein, damit sowas sicher nicht mehr passiert. Gesundheit. Wir sind jetzt jedenfalls wieder in Dawson City. Frisch, naja eher staubig, zurück vom Arktischen Ozean. Und bereiten jetzt alles für die Einreise in die USA vor. Frische Produkte wie Obst, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch dürfen nicht eingeführt werden. Also haben wir entsprechend geplant. Und am Ende blieb uns, abgesehen von ein paar Fajita-Fladen, nicht mehr wirklich viel Essbares übrig. Somit waren wir ready für die Grenze. Hello, sir. Passports, please. Yes. Where are you two going? We go to Alaska. You're in Alaska. Yeah. So where are you going? We were heading the loop to Anchorage, Okay. Kenai Okay. Peninsula, and then we will cross again back to Canada. Any alcohol or tobacco with you? We have one bottle of wine and one pack of cigarette. Any currency over $10,000? No, Firearms or weapons? no. You have ESTA? Visa. Where's your visa at? The very final. This is my wife's, and yeah. Okay. You already came in. Yeah. All right. You're good until you're good for another month. For another month. Until Okay. you have to come and well, actually, yeah, you have to. You're good for another month, but just be caution. You have to apply for another. You have to apply for another 6 months. But what they'll most likely do is they'll either grant you the 6-month extension or they'll instruct you to go back to Switzerland. Oh wow. Because Okay. You've already been in the United States for 6 months. Your Ye- visa is good for 6 months. Yeah. With the possibility of an extension, but that's up to the officer to extend that. Okay. Okay. I understand that. Yeah. Uh-huh. Let the bellows blow. Let the fire grow. Das war alles ein bisschen anders geplant mit Alaska. Heute Morgen waren wir noch frisch fröhlich und freuten uns, Ja. hier rüber zu kommen. Und jetzt sind wir ziemlich im Down. Genau. Hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann zum Zoll gefahren über den Top of the World Highway. Das war richtig cool. Also nur zu empfehlen. Die Route ist echt hübsch, gell? Ja, die Route war toll. Wenn wir da waren wir noch voller Euphorie. Sind dann zum Grenzbeamten hin, haben die Pässe rausgegeben. Und dann sagt der Grenzbeamte zu mir, ja, ich darf nur einen Monat bleiben. Also das heißt,
kurzer Einschub. Wir haben beide ein Visum für 6 Monate beantragt. Und gekriegt natürlich. Ja, gekriegt, aber in den USA ist es wirklich so, da entscheidet der Grenzbeamte vor Ort, wie lange das man im Land bleiben darf. Und normalerweise, wenn alles sauber läuft, kriegt man die 6 Monate. Genau. Und ich hab ihn dann gefragt, ja, 1 Monat, aber ich habe ja auch ein 6-Monats-Visum. Und er hat mir dann gesagt, ja, aber Sie sind doch schon im Februar eingereist. Ich war geschäftlich in Los Angeles unterwegs und musste damals einreisen, hatte da das Visum schon und bin dann per Flugzeug ein- und wieder ausgereist. Also ich war, glaube ich, 1 Woche da. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin schon quasi seit Februar in den USA. So, also das heißt, aktuell ist der Stand so, dass Manuela ein Visum gekriegt hat für bis im Januar. Ich habe die 6 Monate gekriegt, genau, weil das war die erste Einreise mit meinem Visum. Und ja, aber jetzt, wir müssen... Okay, Leute, hier waren wir noch ein bisschen dramatisch unterwegs. Aber nach ein paar Gesprächen mit anderen Reisenden hat sich das Ganze etwas relativiert. Sobald das US-Visum einmal aktiviert ist, läuft die Zeit durch, unabhängig davon, ob man zwischenzeitlich ausreist oder nicht. Und wenn die 6 Monate abgelaufen sind, kann man an der Grenze theoretisch wieder für weitere 6 Monate einreisen. Mit etwas Glück und dem Goodwill der Grenzbeamten. Also alles halb so schlimm. War nicht das Einzige, sobald wir in Alaska eingereist, wir durften ja einreisen, eingereist waren, haben wir einen riesen Steinschlag abgekriegt. Aber echt so als Willkommensbegrüßung. Ja, das war richtig nice. Das war ein Auto in der Kurve. Ich habe dann auch ein bisschen verlangsamt. Nicht so doll wie jeweils am Dempster Highway, um ehrlich zu sagen. Aber ich habe verlangsamt. Trotzdem vom hinteren linken Reifen von dem Pickup habe ich den Stein schon fliegen sehen. Dann hat es einmal tick gemacht. Und dann haben wir zuerst mal gehofft, dass es vielleicht nur an der Front war. Aber es hat schon nach Scheibe getönt, gell? Ja, komplett. Also wir haben einen Riss drin. Ja. Nach ein paar Kilometern war dann der Riss komplett drin. Und jetzt, da kümmern wir uns drum, wenn wir wissen, wie lange wir hier effektiv bleiben dürfen. Weil, sonst, jetzt machen wir mal Step by Step. Genau. Und jetzt bin ich halt ein bisschen niedergeschlagen, klar. Mal schauen, wie das Ganze dann vonstatten geht. Wichtig ist uns aber zu sagen, das Thema US-Visum und Einreise ist so komplex, dass es gefühlt 100 verschiedene Varianten gibt. Und jeder hat eine andere Geschichte erlebt. Wir lassen es jetzt einfach mal auf uns zukommen, so wie der nächste Steinschlag. Dann standen wir da, mit offenem Mund zwischen 47 Sorten Toastbrot, 200 Packungen Chips und einer Tiefkühlabteilung, die wahrscheinlich das Klima mitbestimmt. Wir waren mal wieder sprachlos. Leute, schaut euch das an. Wie viele Oreo-Sorten braucht ein Mensch bitte? Also ehrlich, die Auswahl hier ist komplett eskaliert. Wir sind offiziell überfordert. Scotia, Canada. I just checked out the videos in the car. Yeah, nice. Yeah, we shipped it over. Where are you And heading from here? now we are heading south until Kenai Peninsula. And from there we will go back to Canada, and then we will cross the Rocky Mountains to BC, Vancouver, and then south we will cross the US like in the middle. Mit unseren lieben Freunden, die uns mental aus dem Visa-Drama gezogen haben, haben wir ein paar wirklich schöne Tage verbracht. Wir waren sogar, haltet euch fest, mal wieder wandern.
freiwillig. Ich will mal wieder wandern, aber mit dem richtigen Schuhwerk. Hello, wir sind heute auf einer Wanderung und schaut mal, die einen laufen und die anderen nehmen einfach das Quad. Ah ja, voll. Was uns beim Wandern in Alaska auch ziemlich überrascht hat, uns kamen Menschen entgegen mit Handfeuerwaffen, gut sichtbar in Brustholstern getragen. Kein verstecktes Tragen, kein großes Aufhebens, ganz selbstverständlich, als wäre es ein Fernglas. In Alaska ist es aber auch nichts Ungewöhnliches. Waffen gehören hier für viele einfach zum Alltag, ob zur Jagd, zum Schutz oder aus Tradition. Man verlässt sich nicht nur auf Bärenspray, sondern eben auch auf die 44er auf der Brust. Für uns als Außenstehende wirkt das erstmal befremdlich. Aber in einem Land, in dem Bären, Elche und manchmal auch seltsame Menschen durch die Wildnis streifen, scheint das für manche die logische Lösung zu sein. Yes, I do drive. Viele haben gefragt, ob ich auch mal ans Steuer darf. Und ja, ich fahre super gerne. Vor allem auf den Straßen Nordamerikas, die sind so schön breit. Aber Thiago fährt noch ein kleines bisschen lieber. Und sind wir ehrlich, auch besser. Darum lasse ich ihm meistens den Vortritt. Vor allem wenn es tricky wird. Steile Pisten, enge Kurven, Matsch und Geröll. Da geht sein Herz auf. Und er ist absolut der Richtige am Steuer. Wir sind hier beim Visitor Center vom... Welcome to Denali! Ja, was haben wir jetzt zu tun? Jetzt holen wir uns den Nationalparkpass für die USA. Der heißt America the Beautiful. Und solange Trump den Pass noch nicht erhöht, die Passgebühr, holen wir den jetzt. Der kostet im Moment noch $80. Und mit dem kommen wir eigentlich in die meisten Nationalparks, in die wir wollen, kommen wir rein in die USA. Genau. Ja. Und wir machen das jetzt halt einfach, weil wir denken, vielleicht geht das Raisen der Preise oder also die Preiserhöhung schneller als gedacht. Und deswegen holen wir uns den hier schon im Denali und den können wir auch gleich nutzen für unseren Tagestrip. Ja, den haben wir bereits gebucht, weil Campingplätze sind natürlich schon voll. Aber es sind Ferien, wir haben schon damit gerechnet. Ja, haben wir, definitiv. Und ja, und dann schauen wir uns mal den Denali National Park an, da sind wir sehr gespannt. Ja, wir freuen uns. Are you ready? I'm ready. Yeah. Sorry, it was technology and it was making me a little crazy. Oh yeah, we can understand that. No problem. We would love to purchase a America the Beautiful pass. Of course you would, because you plan on visiting other parks. Yes, we will. All right, and you may. Now, this means... We got it. Wir haben gefragt, ob es teurer wird.
in nächster Zeit. Für solche von euch, die vielleicht noch trotzdem in die USA kommen wollen und den Nationalpark besuchen wollen. Sie konnte es uns nicht sagen, sie darf es nicht sagen. Und, ja, also ihre Antwort war, sorry, dass ich unterbreche, ihre Antwort war, I cannot talk about that reason. Yes. Very American. Aber wir sind froh, haben wir einen. Und jetzt schauen wir uns das Visitor Center an. Und die war sehr, sehr, sehr nett, die Dame hier. Sehr. Und wir freuen uns jetzt sehr, diesen Nationalpark erkunden zu dürfen. Oh ja. Let's go. Wir haben endlich einen Grizzlybär gesehen. Haben wir schon, aber halt nicht so viele. Für alle, die dies interessiert und schon immer wussten wollten, wie Grizzly im Sommer aussieht. Was meinst du dazu? Ich wusste nicht, dass das verschieden ist. Ich auch nicht. Ist es bei uns auch so? Ich glaube nicht. Hallo zusammen, herzlich willkommen vom Denali National Park. Also nein, ehrlich gesagt eigentlich vom Parkplatz hier. Der ist noch ziemlich leer. Buongiorno. Heute geht's für uns in den Denali National Park und wir sind richtig excited und hoffen, dass wir ganz viele Tiere sehen können und dass wir müde sind am Abend, oder? Ja, hier funktioniert es so, man kann nicht mit dem eigenen Fahrzeug reinfahren. Wir müssen so einen Shuttlebus nehmen, einen Hop-Off-Bus, der zum Wandern dient oder zum Laufen dient. Ja. Und da kann man rein und raus. Und der fährt dann bis 9 Uhr abends und dann wird man wieder abgeholt an den verschiedenen Stationen. Also eigentlich ganz cool gelöst, damit der Verkehr ein bisschen in Schach gehalten wird im Park selbst. Und ja, wir haben eigentlich keine großen Erwartungen. Vielleicht sehen wir... Tiere. Nein, das ist eben falsch, weil sonst sehen wir gar nichts. Genau so ist es. Ja, bis gleich. Bis gleich. Hi, folks. Hi. How y'all doing today? Good. Sweet. I'm Ranger Michaela, and on behalf of the National Park Service, I want to welcome you to Denali National Park and Preserve. So, have you seen anything awesome today? Woo! Almost seen Nani. Well, the driver is pretty awesome. We saw some of Denali, the base of it. Yeah, that's great. You've seen the mountain. And how many of you have actually been to Alaska before? Only a couple of you, so this is a brand new experience for the vast majority of you, right? Yes. And that's pretty awesome. In fact, that's amazing. You get to go to one of the Gibt's was zu essen? Jetzt gibt's was zu snacken. Heute gibt's Salat. Was? Also warte kurz, ich zeig das. Also wir haben gestern Abend noch einen Tomaten-Feta-Salat gemacht. Mit einem kleinen Früchteblättchen dazu und Pretzels. das muss reichen. Ja. Hey, inside the bus. Sir, inside the bus now.
gesehen. Finally. Wir können jetzt beruhigt nach Hause gehen. Ne, wir gehen jetzt auch noch in dieser Gegend wandern. Und jetzt sind wir froh, dass wir das Bärenspray dabei haben. Oh ja, aber es sah richtig toll aus, richtig imposant. Wahnsinn, war echt wie in Zeitlupe. Der ganze Bus ist eskaliert, wir auch. Aber es war phänomenal. Meine Frau. Ja, Thiago war gechillt. Er hat nur geschrien, wer? Nein, geschrien habe ich nicht. Ich hab's nur. Der Busfahrer hat einen Stopp gerissen. Ja, der Bus hat einen Stopp gerissen. Und dank Thiago haben wir es gesehen. Wir haben es tatsächlich ohne Grizzly-Begegnung zurück zum Bus geschafft und waren nicht unglücklich, dass uns jemand zurückchauffiert hat. Was Alaska sonst noch so für Überraschungen parat hält, seht ihr nächste Woche. Es bleibt spannend. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, Likes und Abos. Freunde, nun wünschen wir euch eine fantastische Woche. Bis nächsten Sonntag.